Servus und herzlich willkommen hier aus dem wunderschönen Österreich. Ich bin zum Fischen heute mit Christoph Menz unterwegs von Patagonia und zusammen mit ihm stelle ich euch das 9 Liter Stealth Switch Pack vor. Christoph, du trägst es, du hast es jetzt schon eine Zeit im Einsatz. Erzähl doch mal, was ist das Besondere an dieser Tasche? Ja, mit dem neuen Switchpack haben wir jetzt eine wirklich kompakte Tasche, die ich sowohl als Sling tragen kann, aber eben auch als Chestbag oder sogar als Hipbag. Das heißt, ich habe mit einer Tasche, die ich nicht immer umräumen muss, habe ich mehrere Möglichkeiten, diese Tasche zu tragen. Entweder hoch, wenn ich tief warten muss, oder an der Hüfte, wenn es warm ist, oder eben so, wie ich es am liebsten habe, als Sling am Rücken, weil es mir dann nicht im Weg ist und ich fischen kann. Ich kann es zusätzlich fixieren hier und das Ganze hält wunderbar und bleibt dort, wo es sein sollte. Genau, also wenn ihr euch nicht entscheiden wollt, ob ihr euch einen Sling kauft, ob ihr euch ein großes Hippack kauft, dann ist die Tasche hier mit Sicherheit eine sehr, sehr interessante Wahl für euch, denn ihr bekommt im Grunde 3 Taschen in einer. Und im Lieferumfang enthalten sind einfach 3 unterschiedliche Straps, damit ihr die Tasche eben so tragen könnt, wie ihr es wollt. 9 Liter Fassungsvolumen, du hast es eben schon gesagt. Viele von euch interessiert natürlich, was ist das Ganze umgerechnet in Fliegendosen. Und da schauen wir einfach mal, was hast du jetzt drin? Ich habe jetzt mittlerweile noch einmal momentan 2 große C&F, eine mittlere und habe hier immer noch ein ganzes Compartment frei für eine Regenjacke oder zusätzliche Isolation. Genau, also jede Menge Platz für einen langen Tag am Wasser. Das ist das eine Hauptfach. Und hier, ihr seht, gibt es noch ein zweites relativ großes Fach. Und auch da habt ihr im Inneren, ich hatte eben schon mal einen Blick bei Christoph reingeworfen, nochmal unterschiedliche elastische Meshtaschen, wo ihr zum Beispiel gezogene Vorfächer und so weiter unterbringen könnt. Also nochmal viele Möglichkeiten, euer Equipment übersichtlich zu verstauen. Ja, und neben den Fächern innen haben wir auch außen noch mal ein paar coole Features. Christoph, was ist das Interessanteste? Ja, wir haben hier Befestigungsmöglichkeiten für diverse Werkzeuge, wie wir hier sehen, Hakenlöser oder ich könnte auch hier Schleifsteine etc. Aber was einfach das ganz besonders gut ist, ist dieses Mesh hier unten. Da kann ich zum Beispiel eine Ersatzroute reingeben oder eine Flasche Wasser oder eben auch eine dünne Regenjacke, die ich hier reinpacken kann. Sie ist dann unten, nimmt mir nicht den Platz hier oben und ist jederzeit griffbereit, wenn ein kleiner Schauer kommt. Apropos griffbereit, vielleicht nimmst du das Pack einmal kurz ab, denn ein cooles Feature ist auf der Rückseite versteckt. Das hatte ich eben bei dir auch schon gesehen, auch wenn wir jetzt gerade keinen Kescher dabei haben. Hier hast du nochmal, so ähnlich wie bei den Guidewater Packs, also bei den wasserdichten Packs, hast du hier nochmal ja, so ein Holster. Und da kannst du den Kescher reinstecken, gerade mit dem längeren Stiel, der geht dann so quer durch. Das heißt, dass auch gerade beim Rücken, wenn du es als Sting trägst, oder eben auch bei der Hüpfwecke, dass der Kescher quasi schräg drinnen ist, dass er zum Beispiel, wenn du mit der rechten Hand am Werfen bist, hier nicht störend ist, sondern auf der anderen raussteht. Genau, also da nochmal ein interessantes Gimmick, wie gesagt, ein Kescherhalter. Und ich finde, man sieht auch sehr schön hier bei dem Rückenpanel, das Ganze ist schön gepolstert, das ist schön dick, also da wirklich drückt nichts. Auch der Strap hier für das Sling, sehr, sehr breit, damit das Gewicht gut verteilt ist. Und hat hier noch eine zusätzliche Tasche, wo du eben ein Telefon oder so reingeben kannst. Wie ich es hier zum Beispiel gemacht habe, immer griffbereit für, wenn es dringend wird oder mal ein Foto gebraucht wird. Genau, und hoffe ich mal, das Foto brauchen wir heute auch noch. Ja, hoffentlich. Also, wenn ihr Bock habt auf eine mega clevere 3-in-1-Lösung, wenn ihr euch nicht entscheiden wollt, kaufe ich mir einen Sling, kaufe ich mir einen Chestpack, kaufe ich mir einen Hippack, dann schaut euch unbedingt an das Stealth Switch Pack in der 9 Liter Variante von Patagonia aus einem mega abriebfesten, wasserabweisenden Material, das wir auch schon aus der Black Hole Serie kennen. Also wirklich ein cooles Pack, was ich euch sehr empfehlen kann. Christoph sowieso, denn er hat es schon lange im Einsatz. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir dein Handy noch mal benutzen für ein paar Fischfotos. Ja, natürlich. Jetzt schauen wir, wo die Fische sind. Ja, machen wir das.